Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Flyve Universe Video. Wahrscheinlich habt ihr schon gesehen, wenn ihr in letzter Zeit mal Flyvepedia aufgemacht habt. Es gibt jetzt das Flyve-Le. Das ist wie Wordle oder Wordle. Nur halt für Flyve, wobei es natürlich ein bisschen anders ist. Also es geht nicht darum, ein Wort für Flyve zu erraten, sondern um Monster. Genau. Und ja, ist eigentlich ganz funny, nices Minigame. Solche Events bräuchte man halt eigentlich. Also das ist auch ein bisschen der Grund, warum ich das Video mache. Ich denke, das ist halt ein gutes Beispiel dafür, wie kreativ man eigentlich auch ein Event in-game gestalten könnte und die Leute dann dafür belohnen könnte. Müsste man sich natürlich genau überlegen, wie, wo, was, wer, wie, wann, wie oft und was man bekommt und bla bla bla. Aber rein vom Prinzip her, ja, ist das eigentlich eine echt gute Event-Idee oder generell eine gute Idee. Und ja, es macht auch Spaß. Man kann sein Flyve-Wissen ein bisschen testen. Wie gesagt, mit Wörtern könnte man es wahrscheinlich auch machen, wobei es ganz schön umfangreich wäre, so eine Datenbank mit Wörtern zu erstellen, die es so in der Form wahrscheinlich nicht gibt. Flyvepedia hat ja bereits die Monster-Datenbank sozusagen. Das heißt, da ist es natürlich ein bisschen naheliegender. Aber vom Prinzip her dachte ich mir, ist das echt ja, was Cooles, Neues. Und wie gesagt, bitte, Flyve-Entwickler, lasst euch doch mal inspirieren. Weil ich finde, die Events in letzter Zeit vor allem auch sind schon ziemlich schlicht und ja, also kreativ ist da definitiv nicht das Wort, das ich benutzen würde. Und entsprechend, ja. Also ihr seht, ich habe es schon ein paar Mal gemacht. Genau. Und jetzt können wir das von gestern und heute noch nachmachen. Dann kann ich euch zeigen, wie es funktioniert. Ist aber auch wirklich ziemlich simpel. Im Endeffekt musst du erstmal anfangen mit irgendwas. Ja, also mit irgendwas musst du anfangen. Die Wahrscheinlichkeit, dass du es beim ersten Versuch richtig errätst, ist quasi 0. Oder auf jeden Fall extrem niedrig. Also 0, irgendwas. Genau. Und im Endeffekt, wie gesagt, fängt man mit irgendeinem Monster an. Und dann sagen dir die verschiedenen Kategorien mit farblicher Note, ob du richtig oder falsch liegst, beziehungsweise ob denn schon irgendwas richtig war. Und dann gibt es noch den Pfeil nach oben und unten, dass dir quasi die Richtung anzeigt. Also du liegst falsch, es muss drüber sein, oder du liegst falsch und es muss drunter sein. Ja. Richtig ist es, wenn es grün ist. Gelb bzw. orange bedeutet, es ist so, ja, fast richtig. Also richtige Monsterfamilie, aber nicht das richtige Monster. Und genau, ist eigentlich ziemlich selbsterklärend. Also ich würde sagen, ich zeige es euch einfach mal. Also es waren tatsächlich jetzt zweimal in a Row, also das ist jetzt von gestern, es waren zweimal in a Row ziemliche High-Level-Monster, Cursed Warden und dann Oaken. Machen wir mal Small Carrier Bomb. Genau, und dann klickt man hier drauf und ist alles falsch. Okay. Okay, das ist aber verwirrend. Ja, wobei ist es nicht. Das liegt... Okay. Das ist tatsächlich ein schwieriges. Weil normalerweise ist Area und World eigentlich fast immer grün. Oder immer öfter, sagen wir es so. Wenn World rot ist, habe ich jetzt schon rausgefunden, Madrigal, also aus irgendeinem Grund sind Dungeons nicht in Madrigal. Das finde ich zwar ein bisschen unlogisch vom Prinzip her. Also ich persönlich hätte eine andere Kategorie hier genommen. Aber ja, da ist quasi, das Monster befindet sich in einem Dungeon. Hat aber ein niedrigeres Level. Und ein anderes Element. Das Problem ist, bei Elementen in Dungeons tue ich mir persönlich schon sehr schwierig, weil vor allem Low-Level-Dungeons, wer zum Teufel verbringt jemals Zeit in einem Low-Level-Dungeon? Das ist tatsächlich schwierig. Also ich vermute mal, es ist entweder Mars Dungeon oder Iblis Dungeon. Soll ich den mal guessen? Ich glaube, der ist Feuer. Iblis Linus? Würde halt Sinn ergeben. Er ist niedriger.
Er ist höher als ein Captain, hat ein anderes Element, er ist nicht in Madrigal, nicht in der normalen Area und er hat mehr AP. Verdammt. Okay, es ist Wind. Oh, was? Der ist Wind? Okay, ich dachte, er ist Feuer. Okay. Dann müsste es eigentlich Mars Dungeon sein. Moment mal, Iblis? Was? Okay, aber genau das meine ich. Das finde ich irgendwie unlogisch. Bei World steht jetzt hier Iblis Linus. Also das ist irgendwie... Das ist doch keine Welt. Also, keine Ahnung, das ist irgendwie unlogisch. Weil das gibt es ja nur ein einziges Mal. Also als Kategorie ist das natürlich schon schwieriger. Aber gut, hat zu viel HP anscheinend. Und es ist kein Supermonster. Jetzt bin ich am Überlegen. Im Mars Dungeon, die Viecher, sind das Supermonster? Uff. Ich weiß nicht mehr genau, wie die alle heißen. Cerus Aureus Giant? Ah, okay. Na gut, da steht's ja schon. Giant. Aber da gibt es doch noch diese anderen Viecher. Boah, wie heißen die? Worm Vedoq ist Captain? Ja, probieren wir es mal mit Giant, weil wir hatten Small und Super. Da muss es ja eigentlich fast Giant sein. Was war es jetzt? Vedoq. Nee, nicht Vedoq. Hold up. Cerus Uriel. Verdammt nochmal. Yes. Let's go. Ja, und so funktioniert das letztendlich. Ja, genau. Man hat 6 Versuche. Ich glaube, wie im richtigen Wordle hat man, glaube ich, auch 6 Versuche. Und dann am Ende wird es dir angezeigt. Wie gesagt, meine persönliche Kritik oder Feedback wäre vielleicht das mit dem World. Also Area finde ich noch okay, klar. Dungeon, Instanz oder normal. Gut, da gibt es nur 3 Optionen. Das ist relativ simpel. Aber World weiß ich nicht. Also das bringt mir halt einfach gar nichts. Also klar, wenn es Madrigal ist, weiß ich mittlerweile, okay, ist normal. Aber das ist halt im Endeffekt das gleiche wie normal gefühlt. Also wenn es Madrigal rot ist, weißt du, okay, es ist nicht in der Open World. Aber ansonsten sagt es dir eigentlich gefühlt gar nichts. Und ich meine, ja gut, Mars Dungeon, da gibt es jetzt natürlich mehrere Optionen zugegebenermaßen. Ja, zugegebenermaßen bei Mars Dungeon ist jetzt ein besseres Beispiel als Iblis Linus zumindest. Ja, keine Ahnung. Aber mit der Kategorie konnte ich bisher am wenigsten anfangen. Beim ersten Mal habe ich sogar komplett ignoriert und habe dann auch deswegen gefailt, weil ich es einfach irgendwie nicht auf dem Schirm hatte. So, jetzt kann ich euch noch spoilern mit dem heutigen. Jetzt hatten wir ein Low-Level-Monster. Machen wir mal... Violet hatte ich noch nie gegessen. Machen wir mal einfach Violet Boo. Machen wir Violet Bang. Okay, ja genau. Und schaut, jetzt steht hier Normal und Madrigal. Und das ist für mich quasi mittlerweile fast das gleiche eigentlich. Interessanterweise Low Health Range ist tatsächlich richtig. Das heißt bis 99.000. Ich kenne natürlich die HP nicht auswendig, aber 99.000 ist so bis Darkon 3 Wüste theoretisch. Also da darf man sich auch nicht zu viel denken. Das sind sehr, sehr viele Monster, die da runterfallen. Genau, es ist nicht Erde, nicht Violet. Könnte man natürlich einfach nach dem Ausschlussprinzip weitermachen. Also kein Erde-Giant. Der höher ist als 25. Ja, Giants ist natürlich schwierig, weil die oft ein anderes Element haben. Beziehungsweise man das Element von Giants halt einfach auch gar nicht auf dem Schirm hat, ne? Machen wir Giant... warum wird Boo immer als erstes angezeigt? Das war beim Violet gerade auch schon so. Der ist aber sogar Erde, glaube ich. Giant Dump, ist der nicht sogar auch Erde? Mach mal Giant... Achso, ne, Moment mal. Giant ist eigentlich sogar ein dummer Guess, weil die haben alle über 99.000, ne? Hold up. Das heißt, wir wissen eigentlich auch schon, dass es kein Giant ist. Nach dem Ausschlussprinzip. Also nicht 100% sicher, aber ich glaube, alle Giants nach Violet Bang haben über 100.000 HP, oder? Oder fast alle. Ich meine, 99.000 ist so wenig. Hat Violet Bang keine 99.000? Der hat wahrscheinlich 89.000 oder so. Nee, ein Giant ist tatsächlich schlecht, dann lieber Captain. Mach mal Captain Dump. Die müssten Electric sein. Okay, es ist kein Captain, aber Electric war richtig. Jetzt wissen wir auch, das Level ist unter 66. Ja gut, das heißt, es geht weiter mit
Boah, Electric. Da hätten wir... Puh. Electric... Gibt es kein einziges Electric Monster im Garden of Rises, kann das sein? Oder sind die Bascues? Sind die Bascues? Nee. Ah, Moment mal. Hold up. Seht ihr den Unterschied? Jetzt habe ich es auch... Ich habe es fast nicht gesehen. Dieses Orange leuchtet jetzt auf. Oder bedeutet das was? Ne, wobei es bedeutet nur, dass wir nah dran sind, oder? Hold up. Also das Highlight der Zeile hat sich verändert. Hier ist es nämlich rot und hier ist es jetzt orange. Ich glaube, es liegt nur daran, dass wir schon sehr nah dran sind. Ja, meint er jetzt fast zu viel hineininterpretiert. Electric. Electric. Und kein Captain. Puh. Ich meine, da gibt es schon viele Optionen. Driller und Volt zum Beispiel. Aber es ist kein Captain. Dann machen wir doch mal Small Volt. Das wäre jetzt natürlich lustig, wenn es ein normales Monster ist. Was? Es ist... Warte mal. Electricity Small? Höher als Volt? Hold up, dann bedeutet es doch das. Nevermind. Ich dachte, die Zeile ist deswegen orange. Dann ist es Small Dump. Ja, okay, dann habe ich es doch richtig verstanden. Na gut, dann haben wir jetzt ungefähr alle Eventualitäten abgedeckt, die es gibt. Ich dachte nämlich gerade kurz, es bezieht sich vor allem auf die Boxen, aber auch auf die Zeile. Dieses Highlight der Zeile, genau, bezieht sich auf die Zeile. Hier steht es sogar. Wenn man richtig jedes Wort liest, dann steht es sogar da. Genau. Okay, ja, ist ziemlich funny. Wie gesagt, ich habe jetzt eine 4-Win-Streak. Einmal habe ich es verkackt. Wie gesagt, da habe ich noch rausgefunden, wie es überhaupt funktioniert. So wie jetzt immer noch. Aber jetzt habe ich, glaube ich, alle Eventualitäten einmal durchgehabt. Das heißt, ab jetzt werde ich jedes immer lösen. Nein, Spaß, aber... Ja, ist ganz cool. Kann man sich auch als Party-Game oder so fast vorstellen. Ja, wer sowas macht, Flive-Partys. Kennt ihr jemanden, der Flive-Partys veranstaltet? Ich tatsächlich nicht. Aber falls das jemand jemals machen würde, dann wäre das vielleicht ein cooles Party-Game. Genau. Und ja, das war das Flyfle. Wie gesagt, Flive Universe Developer, bitte gerne kreativ-technisch mal was abschauen hier. Wäre ganz cool. Und ansonsten sehen wir uns einfach im nächsten Flive Universe Video oder Stream wieder. Checkt auch die Links in der Videobeschreibung. Bis zum nächsten Mal. Haut rein, macht's gut und ciao, ciao.